Ich bin Stefan Wist. Ich wohne in Niedersachsen im nördlichen Landkreis Stade. Wir bewirtschaften hier einen Milchviehbetrieb mit 350 Kühen und 200 Hektar. Das mache ich zusammen mit meiner Familie und unseren Mitarbeitern. Unsere Herde ist in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Wir haben eine Frischmelkergruppe, eine Leistungsgruppe über 30 Kilo, dann eine Altmelkergruppe, eine Fersengruppe und 2 Trockenstehergruppen. Die Frischmelkergruppe ist von den Melkenden die kleinste Gruppe mit knapp 50 Tieren und die Altmelker mit insgesamt 110 Tieren ist dann halt die größte Gruppe. Mit unserem alten System, da hatten wir einen angehängten Mischwagen hinterm Schlepper. Der hatte 16 Kubikmeter und der war halt zu klein, um die komplette Ration für die Altmelkergruppe darin unterzubringen. Da mussten wir dann halt 2 Mischungen machen und das hat dann Zeit und Geld gekostet und das hat uns nicht gefallen, weil wir halt sehr, sehr lange gefüttert haben mit dem alten System. Und dann haben wir uns überlegt, wir brauchen auf alle Fälle erstmal einen größeren Mischwagen. Und wenn wir dann sowieso investieren, kam die Idee auch nochmal einen Selbstfahrer auszuprobieren. Vielleicht um Zeit zu sparen und das haben wir dann getan. Und ja, man hat auch ein bisschen Zeit eingespart, aber vor allem haben wir nach einer Woche 1,5 Liter mehr Milch im Tank gehabt pro Kuh. Und das ist natürlich noch viel mehr wert als eine halbe Stunde Zeit einsparen. Das erklären wir uns so mit den 1,5 Liter, da das Einfüllen von der Grassilage so viel gleichmäßiger ist. Vorher mit der großen Greifschaufel hat man ja im Grunde nie dasselbe am Tag in der Mischung, weil man ja immer mal von oben oder von unten oder aus der Mitte was nimmt. Und unsere Grassilagehaufen sind nicht besonders homogen, da wir verschiedenste Flächen haben, Marsch, Moor, verschiedene Gräser, alte, neue. Und wir häckseln alles und so haben wir immer Schichten da drin. Ja, mit der Fräse von dem Selbstfahrer ist das halt anders in der Grassilage, da man halt von oben nach unten runter fräst und auch ja immer nur kleine Stücken, immer ja nur so 15, 20 cm in den Haufen rein. Und damit ist es halt sehr viel gleichmäßiger, als es vorher mit der großen Greifschaufel war, wo man ja immer große Mengen von einer Stelle entnommen hat. Dadurch ist halt die Milchleistung gestiegen und gleichmäßiger geworden, sodass wir vorher mit dem alten System, mit dem gezogenen Futtermischwagen, Schwankungen in der Milch hatten von Tag zu Tag um 1 bis 1,5 Liter. Und sobald wir den Selbstfahrer ausprobiert hatten, hat sich das reduziert auf maximal einen halben Liter von Tag zu Tag. Nach der ersten Woche mit dem Vorführfuttermischwagen, dem Selbstfahrer damals, haben wir dann halt gesehen, dass wir schon alleine dadurch mehr Milchleistung haben. Und nicht unerheblicher Moment ist der Dieselverbrauch. Wir brauchen im Vergleich vom vorigen System mit Trecker und Teleskoplader 15 bis 20 Liter Diesel weniger am Tag. So eine Maschine ist natürlich in der Anschaffung erstmal relativ teuer, aber durch die mehr Milchleistung, also vor allem durch die mehr Milchleistung, aber auch durch den eingesparten Diesel, rechnet sich das ganz schnell. Was uns zusätzlich aufgefallen ist, dass die Maschine unheimlich wendig ist. Wir haben zwar nicht wer weiß wie viel Platzprobleme, aber auch in die älteren Ställe kommen wir wirklich gut rein, wenn man mal scharf um die Ecke muss. Und auch auf unseren Siloplatten ist es im Herbst manchmal sehr eng, wenn alle Platten voll sind. So, dann müssen wir schon um jeden Meter kämpfen und dann ist die Wendigkeit der Maschine schon ausschlaggebend. Neben der Maschine an sich, der Fütterungsleistung und so, gefällt uns auch die Software sehr gut. Da ist ja das Siloking Feeding Management System drin. Die Daten nutzen wir mal am Monatsende, werden die ausgelesen und dann berechnen wir damit mit den Futterverbräuchen und dem Milchpreis den IOFC von unseren Kühen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir durch die Maschine 1,5 Liter mehr Milch haben. Wir haben deutlich geringeren Dieselverbrauch, deutlich geringere Wartungskosten. Jeder von uns fährt die Maschine gerne und wir würden die so wieder kaufen.